Kaffeepause bei Bricks Go Wild. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Rita ist voll in ihrem Element und zwar leider nicht beim Lego bauen, sondern beim Kaffee trinken und noch immer Lebkuchen essen. Ich finde, Lebkuchen gehen das Ganze, ja. Das finde ich auch. Aber ja, es gibt heute etwas Wichtigeres, als über Kaffee zu sprechen. Und zwar haben wir wieder mal ein Update vom Hafen für euch, den wir euch zeigen möchten. Ein Projekt, was Rita jetzt nicht ganz so interessiert, aber keine Sorge, wir werden sie auch noch überzeugen können. Ihr habt uns ja so tolle Kommentare geschrieben in Bezug auf die Ideen von dieser Fischstäbchenfabrik hier, was uns sehr freut. Und da haben wir jetzt wieder ein paar Neuigkeiten, auch was den anderen Hafenteil anbelangt, und die wollen wir euch zeigen. Und also Rita, ich werde eher weniger zeigen, ich werde eher mehr hier sitzen und Kaffee trinken. es ist immer dasselbe. Aber gut, wir lassen uns davon nicht beirren. Ihr habt ja eingeschaltet, weil ihr Neuigkeiten vom Hafen sehen wollt und nicht Rita beim Kaffee trinken und Lebkuchen essen zusehen wollt. Nummer uno, wir haben hier jetzt mal den Bereich vor der Fischstäbchenfabrik in Grau gefliest. Hier sind ein paar Aussparungen, da kommen noch Regale hin, so ähnliche haben wir hier zum Beispiel schon montiert. Hier sind die Fische, die angeliefert worden sind. Die werden dann jetzt gleich von diesem Lastwagen, der ja hier zur Fabrik gehört, in die Fabrik eingeladen. Hier ist auch eine Katze, die schon gehört hat, dass es hier Fischstäbchen gibt, und eine Möwe. Im Innenbereich hat sich nicht ganz so viel getan, da sind wir nach wie vor noch ein bisschen am Schauen. Wir haben aber da und dort ein paar Kleinigkeiten erweitert, und zwar waren diese Absperrungen nur noch nicht komplett. Wir hatten auch keine Grillteile mehr in hellgrau. Hier die Chefetage ist jetzt komplett in Trans Black, wollte ich sagen. Und auch mehr Fische sind hier jetzt am Förderband. Da haben wir ein paar nachbestellt und die sind jetzt hier in noch größerer Anzahl auf dem Förderband. Ja, in Bezug auf das Dach, da gab es gemischte Gefühle. Die einen sagen, dass das ein bisschen zu viel wäre mit diesem Piratenschiffswrack auf dem Dach. Die anderen sagen, das sehe sicher cool aus. Wir haben jetzt mal gesagt, Rita soll mal ihr geheimes Mock dort oben aufbauen. Es gab auch schon den coolen Vorschlag von einem Fitnesscenter hier oben auf dem Dach. Geil. Das ist zwar nicht unsere Idee, aber wir werden da mal schauen. Rita soll das mal ein bisschen aufbauen und dann gibt es sicher wieder ein Update dazu. Was hältst du davon? Als Motivation beim Sport riecht es nach Fischstäbchen. Genau, da kann man dann gleich hinuntergehen und sich vielleicht fabriksfrische Fischstäbchen mit nach Hause nehmen. Finde ich schon wieder eine coole Idee, muss ich sagen. Kurzer Schluck auch für mich aus der Tasse. Und dann geht es weiter hier in den Bereich. Ihr kennt das ja hier, das war ja schon mit dem Übergang, und dass das hier um 2 Plates erhöht ist, dass wir eben sind hier mit dem Bahngleis, das habt ihr ja schon gesehen. Und ich habe jetzt in detailverliebter Kleinarbeit hier mal den restlichen Teil des Hafens gefliest, und ja, die Details sind eher mager, würde ich sagen, was aber nichts Schlechtes ist. Ich habe mir am Anfang eigentlich gedacht, dass hier also Nummer 1, es sind ein paar Grundplatten wieder gekommen mit der Post. Das hat uns jetzt erlaubt, hier alles auszulegen und mal zu schauen, wie wir das alles anordnen. Dann war eigentlich mein Plan, dass es hier weitergehen wird mit Regalen, mit Kränen. Ich habe sogar schon überlegt, ob wir nicht vom Güterbahnhof hinten einen dieser großen Verladekräne hier montieren sollen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war alles ein bisschen zu viel, denn der Hafen ist ja schon per se etwas voll. Und ich habe mir gedacht, das sieht sicher besser aus, wenn hier jetzt mal einfach eine ein bisschen offene Fläche zur Verfügung steht. Ich finde es schön. Wo hier auch nicht zu viel herumsteht und nicht zu viele Kräne aufgebaut sind. Ich finde es schön. Und weißt du, was auch so cool ist? Weil das sieht irgendwie nach Straßenbahn aus. Was? Die Gleise? Ja. Das So Straßenbahngleise. Sollen wir hier etwa eine Straßenbahn einbauen? Keine Ahnung. Aber stimmt, ja, mir gefällt das auch sehr gut. Übrigens, uns sind die 1x1er Plates und Tiles ausgegangen, deswegen fehlen die überall noch. Wenn die dann komplett sind,
dann sieht das noch viel besser aus. Aber Rita hat recht, es sieht irgendwie ein bisschen eleganter aus, wenn man hier diesem ganzen Hafen ein bisschen Luft zum Atmen lässt. Wenn jetzt hier schon, ich habe hier eigentlich einen Kran gehabt und hier auch wieder große Stellagen und das war dann alles so voll, dass irgendwie die Fischstäbchenfabrik und auch der Hafen gar nicht so richtig zur Geltung gekommen sind. Das heißt, es ist jetzt folgendermaßen, ich habe übrigens auch die Rückseite der Gebäude jetzt dann gefliest. Man kommt hier herein und hier ist eigentlich schon das einzige Muster am Boden. Das ist das Logo der Hafenanlage, so ein etwas gebogener Dreizack. Und gleichzeitig ist es auch, ja, sieh mal, wie genau du auf meinen Hafen schaust. Und es ist auch gleichzeitig der Wegweiser, wo man überall hinfahren kann. Das heißt, man kann nach links hinten abbiegen, man kann hier geradeaus fahren, dann kommt man hierher oder man kann relativ gleich nach rechts fahren, dann kommt man hier zur Fischstäbchenfabrik. Und ansonsten habe ich mich mit den Details eher zurückgehalten. Wie gesagt, hier ist alles gefliest und auch auf der Hinterseite der Fischstäbchenfabrik ist der Gehsteig jetzt gefliest worden. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Und ja, es sind jede Menge graue 1x2-Teils da hineingegangen. Das könnt ihr euch vorstellen. Wie gesagt, es wird noch um einiges besser aussehen, wenn dann auch die 1x1er hier verbaut sind. Das Einzige, was ich akzentemäßig verbaut habe, ist hier bei dieser Einfahrt hier 1x2er in Gelb. Und dasselbe ist auch hier bei dieser Verladebucht. Da habe ich auch so als Absperrung 1x2er in Gelb eingebaut. Und überall, wo diese Rampen sind das, finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus, wie wenn das nur so ein Gitter wäre, wo man so drüber fährt und drunter ist das Wasser. Die habe ich hier eingebaut, damit das dann so aussieht, als würde hier ja das direkt am Wasser sein. Mir gefällt es noch nicht ganz so, was jetzt zum Beispiel hier ist. Vielleicht baue ich hier noch ein wenig was ein in Grau, so eine Art Absperrung, weil ja hier das Wasser fast so hoch ist wie die Bodenplatte. Da müssen wir noch schauen. Hier wird zum Beispiel dieser Lastwagen hier gerade entladen. Der steht hier geparkt und wartet darauf, entladen zu werden. Ich habe einfach mal geschaut, von was wir jetzt in unserer Sammlung noch sehr viel haben. Und das waren extrem viele im ganzen Layout verstreut, so kleine Lastwegen, auch teilweise mit Containern. Hier hinten ist schon wieder der nächste. Also das zieht sich durch das ganze Layout, dass hier extrem viel transportiert wird, was ja auch sehr gut ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, hier kommen dann keine Kräne hin, sondern hier soll einfach Platz sein für Lastwegen, die entladen werden, die geparkt sind. Vielleicht wird auch hier noch einer sich hinstellen können. Auch hier zum Beispiel wird gerade, dieser Mann hat Probleme, glaube ich, mit seinem Anhänger, der passt nicht zurecht, der ist mit seinem Schraubenschlüssel hier unterwegs, weil er müsste eigentlich schon wegfahren. Der Kunde wartet schon auf den Container, wie ihr seht. Hier habe ich auch ein paar solche kleine Lastwegen aus den 9-Volt-Sets eingebaut. Der hier zum Beispiel, der gerade hier diese giftige Flüssigkeit hier nach draußen transportiert. Auch der Maersk-Wagen ist hier mit Containern versehen worden und fährt hier rüber. Hier seht ihr auch, das ist übrigens so eine kleine Story, so eine kleine Geschichte. Und zwar ist noch immer, obwohl eigentlich die Hafenanlage jetzt so groß und alles offiziell ist hier so eine verfallene, ja, was auch immer das ist, so ein Kabäuschen. Und wenn ihr genau schaut, da wohnen Diebe drinnen. Also die Hafenbetreiber glauben, dass das hier alles leer und ausgestorben ist da drinnen. Aber denkste, das ist das Hauptquartier dieser Ganovenbande. Und wie finanzieren sich diese die teuren Autos, die sie immer fahren und die Flugzeuge? Indem sie die Fischstäbchen stehlen. Ja, bei den Fischstäbchen wird wahrscheinlich nicht so viel rausschauen, denke ich. Aber wenn ihr zum Beispiel schaut, hier sieht einer beim Fenster raus, die so mit Holzbrettern verschlagen sind. Und hier steht auch einer, der hat seinen Hund so drauf abgerichtet, dass er immer die Hafenmitarbeiter ablenkt. Die geben ihm dann so ein Leckerli, die haben immer was eingesteckt oder einen kleinen Knochen. Und es werden ja auch immer per Schiff in unserer Lego-Stadt komischerweise Geldlieferungen angeliefert. Und hier seht ihr zum Beispiel, der Wagen steht hier geparkt, hinten mit einem großen Tresor. Da ahnt niemand, die Abfahrtszeit ist erst für morgen in der Früh angesetzt. Und in der Nacht wird dieser Räuber dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er den ganzen Lastwagen hier mitnimmt oder nur hinten den Tresor. Auf jeden Fall hat das schon auf den abgesehen.
Ja, so viel also dazu. Wie gesagt, beim Hafen als solches mit den Schiffen hat sich nicht so viel getan. Die Schiffe stehen immer noch hier. Wir haben nur das Ladegut ein bisschen verändert. Zum Beispiel sind hier jetzt so Motorradkarosserien, die von der Fabrik angeliefert wurden, aus einer Autoteilefabrik. Und ich finde, wenn man hier jetzt drauf sieht, es sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, da ja der Hafen mit seinen vielen Kränen doch und auch mit den Schiffen sehr voluminös rüberkommt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn dann hier mal einfach ein bisschen was gefliest ist, ohne jetzt übertrieben viel zu sein. Ich bin noch am Überlegen, ob wir hier diese mehr oder weniger Parkstraße, wo man hier Parkstraße ist nicht der richtige Ausdruck, aber ich habe mir gedacht, dass man hier entlang, wo die Straßenlaternen stehen, einfach die Lastwagen immer parken lassen kann, dass die be- und entladen werden, ob ich hier auch noch so eine Abgrenzung, so eine Spur in Gelb einbauen soll. Auf der anderen Seite finde ich, dass es jetzt so ganz gut aussieht und ich muss sagen, ihr sagt uns ja eh immer, wir sollen nicht zu viel in unsere Stadt einbauen. Es gibt ja ein paar Bereiche, die schon relativ voll sind. Da haben wir uns gedacht, da schadet das sicher nicht. Und so ein Hafen ist ja auch in Natura immer eher grau, eher ja, nicht so modern. Oder es ist ein blauer Strich, dann ist eine Kurzparkzone und wir verdienen auch noch Geld dann. Rita hat wieder ganz besondere Ideen, genau, da könnten wir uns noch mehr Lego-Steine kaufen dann damit. Nein, aber ich habe mir einfach gedacht, hier können ja teilweise auch noch Container abgestellt werden. Wir haben noch jede Menge von so, sind das 4x8 große Container, die können ja hier noch abgestellt werden. Noch teilweise Anhänger haben wir für Lastwagen, Gabelstapler haben wir noch jede Menge. Und dahingehend haben wir jetzt einfach mal den Platz hier geplant. Und ich finde, es sieht eigentlich ganz nett aus. Wer hat denn schon einen Hafen, wo grüne Vegetation vorherrschend ist? Ich glaube niemand. Und ja, in Bezug auf diesen Platz hier, wo jetzt Ritas Lebkuchen und mein Café steht, da sind wir noch nicht ganz so weit gekommen. Wir haben da noch immer noch ja, viel Recherchearbeit vor uns. Ihr habt uns ja so viele Ideen geschrieben, so viele tolle. Eine Erdölraffinerie wird es wahrscheinlich nicht werden, wie viele von euch richtig geschrieben haben. Die würde ein bisschen mehr Platz brauchen. Aber es sind schon ein paar coole Ideen gekommen. Surfboard-Shop und eine Autofabrik, Lego-Steinfabrik, Autoreifenfabrik, also irgend sowas wird hier hinkommen. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja auch, da nehme ich euch jetzt noch kurz mit, Rita wird wahrscheinlich sitzen bleiben. Ja. Wir kommen noch mal kurz zu dir. Wir haben ja auch hier im hinteren Bereich beim Güterbahnhof, wo ja dann viele der Waren hingeliefert werden, noch sehr viel Platz. Also hier ist ja zum Beispiel noch mehr Freifläche, die noch gar nicht bebaut ist und da können wir ja dann sicher noch eine etwas größere Fabrik hinbauen und dann ist dort eben die Produktion etwas kleiner und nicht ganz so übertrieben, weil eine Erdölraffinerie hier, das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Gut, dann halt nicht, dann halt eine Lego-Fabrik. Naja, wir werden sehen. Wir schauen mal. Jetzt schauen wir mal, ob euch der Hafen so gefällt. Wie gesagt, wir können da und dort natürlich noch ein paar Akzente anbringen, aber das mit den zusätzlichen Kränen und Regalen und alles Mögliche, das hat uns irgendwie nicht so gefallen. Vielleicht bauen wir noch ein paar mehr solche Container oder wir haben sogar noch welche, die sich dann irgendwo hier stapeln wie auf einem echten Hafen und dann sieht das eigentlich ganz cool aus, finde ich. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, was wir machen könnten. Genau, sagt uns da Bescheid. Weil zum Beispiel das mit diesem Dreizack wusste ich ja auch nicht. Wir blicken Rita jetzt noch einmal über die Schulter, damit wir ihre Perspektive auch noch mal begutachten können. Eine wunderbare Perspektive. Genau, wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Also auf jeden Fall. Und freuen uns dann schon wieder auf das nächste Video. Ihr seht, Rita ist heute durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Der Kaffee ist ihr offenbar wichtiger als ihr Zuseher. Seht ihr es mal? Ja, ab jetzt gibt es nur mehr Videos mit mir. Nein, ich glaube, sie freut sich mindestens genauso, aber sie hat heute schon einen langen Tag hinter sich gebracht und will jetzt Kaffee trinken. Das ist ja ganz wichtig. Und ich habe gesagt, wir machen ein Video. Ihr kennt das Problem. Auf jeden Fall alles Gute für euch. Danke fürs Einschalten und für eure Kommentare. Trinkt auch einen Kaffee, oder einen Kakao. Oder Kakao oder Tee. Lasst einen Zug fahren und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Auf jeden Fall.
Tschüss. Tschüss.